Hallo Laura, wie geht's dir? Ich habe gerade an dich, über dich, auf dich, über dich gedacht. Solche Situationen kennst du sicher, oder? Du willst etwas sagen, kommst dann aber ins Stocken und musst überlegen, was die richtige Präposition ist. Ja, das Thema Verben mit Präpositionen ist nicht einfach. Deshalb lernst du heute 6 Verben mit Präpositionen und ich zeige dir nicht nur die Grammatik, sondern wir trainieren sie direkt gemeinsam. Das heißt, du kannst aktiv in diesem Video mitmachen. Und pass auf bei Nummer 5, das ist der Endgegner für fast alle. Bist du bereit? Dann let's go! Starten wir mit unserem ersten Verb. Jemanden von etwas überzeugen. Jemanden von etwas überzeugen. Das bedeutet, dass man eine Person mit guten Argumenten, Beweisen oder Fakten zeigt, dass etwas richtig oder sinnvoll ist. Am Ende ändert die Person ihre Meinung freiwillig, weil sie die Argumente versteht und akzeptiert. Jemanden, Akkusativ, von etwas, Dativ, überzeugen. Hier mal ein Beispiel. Stell dir vor, du möchtest mit deinen Freunden in den Urlaub fahren, aber sie finden dein Reiseziel zuerst nicht so interessant. Du erklärst ihnen dann ruhig, warum der Ort so schön ist, zeigst Fotos, erzählst von den Sehenswürdigkeiten und den guten Erfahrungen von anderen. Am Ende finden deine Freunde die Idee doch gut und stimmen zu. In dieser Situation hast du deine Freunde von deinem Reiseziel überzeugt. Wiederhole jetzt den Satz nach mir. Ich habe meine Freunde von meinem Reiseziel überzeugt. 2 weitere Beispielsätze wären: Ich habe meine Kollegin von meiner Idee überzeugt. Sie versucht, ihre Eltern von ihrem Studium im Ausland zu überzeugen. Verb Nummer 2 ist sich eignen für. Sich eignen für. Diesmal sage ich dir zuerst ein Beispiel. Vielleicht errätst du die Bedeutung. Du planst eine große Wanderung in den Alpen und überlegst, welche Schuhe du anziehen sollst. Du weißt natürlich sofort, dass es gefährlich wäre, diese Wanderung mit deinen Alltagsschuhen zu machen, weil sie nicht stabil genug sind. Stattdessen brauchst du feste Wanderschuhe mit gutem Halt. In dieser Situation eignen sich deine Alltagsschuhe nicht für die Wanderung, aber Wanderschuhe eignen sich gut für diese Tour. Sich eignen für etwas bedeutet also, dass etwas gut passend oder geeignet für einen bestimmten Zweck ist. Es beschreibt also, dass etwas die richtigen Eigenschaften hat, um für etwas verwendet zu werden. Wiederhole nach mir. Meine Alltagsschuhe eignen sich nicht für die Wanderung. Ein anderes Beispiel wäre: Das Wetter heute eignet sich ideal für einen langen Spaziergang. Oder: Ich glaube, Vanessa eignet sich sehr gut für die Stelle als Teamleiterin, weil sie immer so ruhig bleibt. Weißt du, was sich besonders gut fürs Deutschlernen eignet? Unser Deutschcampus. Auf unserer Lernplattform kannst du Deutsch lernen, wann und wo immer du möchtest. Und damit du nicht alleine bist, sind wir und unsere WhatsApp-Community immer für dich da. Mehr Infos findest du unter dem Video. Aber jetzt schauen wir erstmal weiter zum nächsten Verb. Und dafür können wir uns mal diese 2 Bücher ansehen. Auf den ersten Blick sehen sie ziemlich gleich aus, oder? Wenn wir aber genau hinsehen, können wir Unterschiede erkennen. Das eine Buch ist dicker und die Farbe hier oben ist anders.
Und um diese Situation zu beschreiben, passt unser nächstes Verb, nämlich sich unterscheiden. Sich unterscheiden. Das verwenden wir immer dann, wenn es zwischen zwei oder mehreren Dingen deutliche Differenzen gibt. Es ist reflexiv und kommt mit der Präposition von plus Dativ. Dieses Buch unterscheidet sich von diesem Buch. Wiederhole nach mir. Dieses Buch unterscheidet sich von diesem Buch. Ein weiteres Beispiel wäre, mein heutiger Alltag unterscheidet sich stark von meinem Leben vor 10 Jahren. Wenn du zum Beispiel für die Arbeit viele E-Mails auf Deutsch schreibst, dann pass jetzt gut auf, denn dann kommst du an folgendem Verb nicht vorbei. Es heißt, sich beziehen auf. Und es bedeutet, dass man eine Verbindung zu einer Information, einem Thema oder einer Person herstellt, die bereits vorher genannt wurde oder bekannt ist. Man knüpft also an etwas an, um darauf zu antworten, es zu erklären oder zu ergänzen. Du kannst dich dabei auf etwas oder auf jemanden beziehen. Wichtig ist auf plus Akkusativ. Hier ein Beispiel. Du kommst gerade aus dem Urlaub nach Hause und gehst ganz entspannt deine Post durch. Du entdeckst einen Brief von deiner Krankenversicherung. Du liest ihn dir durch, aber ein Absatz ist kompliziert formuliert und du verstehst nicht genau, was sie von dir wollen. Um das zu klären, setzt du dich an den Computer und schreibst der Versicherung eine E-Mail. Damit die Person von der Versicherung sofort weiß, worum es geht, schreibst du direkt zu Beginn: Ich beziehe mich in meiner Mail auf Ihr Schreiben vom 3. April. Wiederhole nach mir: Ich beziehe mich in meiner E-Mail auf Ihr Schreiben vom 3. April. Zwei weitere Beispielsätze wären: In seiner Rede bezog sich der Politiker auf die aktuelle wirtschaftliche Lage. Oder die Wissenschaftlerin bezieht sich in ihrer Studie auf Daten aus dem letzten Jahr. Wir waren wahrscheinlich alle schon mal in unserem Leben an diesem einen Punkt, an dem wir gesagt haben, dass wir ein bisschen gesünder leben möchten, oder? Vielleicht entscheidest du dich dann zum Beispiel dazu, ab heute keine Süßigkeiten mehr zu essen, mit dem Rauchen aufzuhören oder mehr Sport zu treiben. Für diese Situation gibt es das Verb verzichten. Und Achtung, hier machen viele Fehler. Es kommt nämlich mit der Präposition, na, weißt du's? Richtig ist auf. Verzichten auf plus Akkusativ. Wenn dich dein Freund also nun fragt, ob du einen Keks, eine Schokolade möchtest, kannst du sagen: Nein, danke, ich verzichte gerade auf Süßigkeiten. Wiederhole nach mir: Ich verzichte gerade auf Süßigkeiten. Zwei weitere Beispiele wären: Er verzichtet dieses Jahr auf einen großen Urlaub, um für ein neues Auto zu sparen. Oder viele Menschen verzichten der Umwelt zuliebe auf das Auto und fahren stattdessen mit dem Rad. Hi Laura, hast du heute Abend irgendwann Zeit zu telefonieren? Ich hätte so ab 18 Uhr Zeit, aber ich richte mich nach dir. Sag einfach Bescheid, wann es dir passt. Bis später! Na, hast du das Verb mit Präposition entdeckt? Ich habe gesagt, ich richte mich nach dir. Das Verb ist also sich richten nach plus Dativ. Und was bedeutet es? Vielleicht verstehst du es aus dem Kontext. Es bedeutet, dass man seine eigenen Pläne, sein Verhalten oder eine Entscheidung an eine andere Person oder bestimmte Umstände anpasst.
man ist flexibel und lässt die andere Seite oder die andere Situation bestimmen, wie es weitergeht. In diesem konkreten Fall, Laura und ich wollen heute Abend telefonieren. Ich habe heute nichts mehr geplant und könnte eigentlich jederzeit telefonieren. Ich weiß aber, dass Laura durch ihr Baby zeitlich sehr eingeschränkt ist und ihr Alltag auch oft unvorhersehbar ist. Und weil ich ihr keinen Stress machen möchte, überlasse ich ihr die Wahl des Zeitpunkts. Ich bin bereit, genau dann zu telefonieren, wenn sie gerade eine ruhige Minute findet. Und deshalb sage ich zu ihr, ich richte mich nach dir. Sag mir einfach, wann es dir passt. Also wiederhole nach mir, ich richte mich nach dir. Ein anderes Beispiel wäre, wir wollten eigentlich grillen, aber wir richten uns nach dem Wetter und bleiben bei Regen natürlich lieber im Haus. Oder aber auch, die Höhe des Gehalts richtet sich oft nach der jeweiligen Berufserfahrung. Weißt du, was mich jetzt besonders interessiert? Auf welche Sache könntest du in deinem Leben niemals verzichten? Ist es der Kaffee am Morgen, Schokolade oder vielleicht deine Lieblingsmusik? Schreib es uns sehr gerne in die Kommentare. Und weißt du, worüber ich mich auch sehr freuen würde? Über einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.